Unsere Rückreise aus Spanien mit Stellplätze und Informationen. Darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Unsere nächste Etappe ist eine kurze Etappe, ca. 150 Kilometer, und zwar geht es in die Nähe von Alcocebre. Wir nutzen dazu die Autobahn, die AP7, sie ist in diesem ganzen Bereich mautfrei. Wir haben uns einen Stellplatz ausgesucht, der verkehrsgünstig für uns liegt, sodass wir ihn schnell von der Autobahn erreichen können, der an einer Tankstelle liegt und den wir auch nicht kennen. Diesen Platz findet man bei verschiedenen Apps und er wird von den Campern, glaube ich, gerne genutzt als Etappenplatz. Wir haben erstmal vorne an der Tankstelle getankt und dann auch gefragt, ob wir dort stehen dürfen auf dem Platz hinter der Tankstelle. Der Tankwart hat nur eifrig genickt und Sie gesagt, und somit haben wir uns dann hier auf diesen Platz gestellt. Was es ehemalig war, das weiß ich nicht, es ist jedenfalls kein Stellplatz, der extra angelegt wurde für Camper. Ich denke, dass eher für einen Parkplatz für PKWs war. Es gibt hier keine richtige Platzeinteilung, man muss sich irgendwo zwischen die Bäume stellen. Für längere Fahrzeuge wird es hier schwierig. Ich glaube, mit unserer Länge geht es noch gerade so 8,25 Meter. Wer jetzt mehr als 9 Meter hat, der sollte dort nicht hinfahren. Für Fahrzeuge bis 7 Meter oder 7,50 Meter ist das hier kein Problem. Allerdings mit Gespann wird es hier schwierig. Laut App sollen hier Plätze sein, wo man auch mit dem Gespann stehen kann, habe ich nicht gesehen. Im hinteren Bereich gibt es einen Picknickplatz, den man auch nutzen kann, wenn man möchte. An der Zufahrt gibt es ein großes Gebäude, dort war ehemals ein Restaurant. Jetzt gibt es dort noch eine Bar, wo man auch Kleinigkeiten essen kann. Gasflaschentausch ist hier auch möglich, und was ich noch ganz interessant fand, ist diese Waschanlage. Hier kann man sein Wohnmobil waschen. Man hat rechts und links jeweils ein kleines Gerüst, wo man dann auch von oben das Fahrzeug waschen kann. Hier kann man auch entsorgen, hier kann man einen Metalldeckel öffnen und Grauwasser oder auch Fäkalien entsorgen. Auch Frischwasser kann man hier tanken, dazu muss man sich aber an der Tankstelle eine Münze holen und bezahlen, und dann kann man entsprechend hier Frischwasser tanken. Alcocebre ist nur 4 Kilometer von diesem Stellplatz entfernt und dann ist man auch schon direkt am Meer, also ohne Probleme mit dem Fahrrad zu erreichen. Ich hatte ja schon in vorherigen Videos über das Wetter gesprochen. Das Wetter ist nicht schlecht, aber an diesen Tagen war es sehr stürmisch oder windig. Das war natürlich auch nicht so schön. Alcocebre hat schöne Strände, die natürlich um diese Jahreszeit wenig genutzt werden. In unmittelbarer Nähe von Alcocebre gibt es ja auch den Camping Tropicana. Der war um diese Jahreszeit auch nicht mehr stark besucht, weil es gab viele freie Plätze. Dieser Platz ist eigentlich schön angelegt, allerdings die großen Fahrzeuge passen hier nicht hin. Angegeben ist hier bis zu einer Länge von 9 Metern. Wieder zurück zu unserem Stellplatz. Nach 2 Übernachtungen soll es dann für uns weitergehen. Dieser Stellplatz eignet sich gut als Etappenplatz für 1 oder 2 Nächte. Er ist ja auch kostenlos. Das ist für mich aber auch nicht wichtig. Wichtig, dass ich ruhig stehe. Ich würde sagen, für Fahrzeuge bis zu einer Länge von maximal 8,50 Meter ist dieser Platz geeignet. Fahrzeuge oder Wohnmobile, die noch einen Anhänger dahinter haben, eher nicht. Am Abend standen immer meistens so um die 10 Fahrzeuge auf diesem Platz. Am Morgen haben sie dann alle wieder den Platz verlassen. Wir haben den 30. März und haben noch etwas Zeit. Wir wollen am 10. April in Deutschland sein. Dort haben wir dann einen Termin bei unserem Fahrradhändler. Und so haben wir uns entschlossen, zu einem weiteren Etappenplatz zu fahren, und das sind nur 50 Kilometer. Und zwar ist der weit bekannte Spätzle Fritz. Dort werden wir dann eine Übernachtung einlegen. Es ist Sonntag und wir kommen hier in der Mittagszeit an. Dieser Platz wird gern genutzt von den Spanienreisenden, von den Campern als Etappenplatz. Der Platz ist meistens vom Oktober bis zum April fast jeden Tag voll belegt. Vielleicht wichtig für alle, die mit dem Wohnwagen unterwegs sind: Hier sind auch Wohnwagengespanne herzlich willkommen. Diesen Platz nutzen auch viele mit großen Wohnmobilen, Wohnmobile mit Anhänger. Die haben hier ausreichend Platz und können hier auch gut rangieren.
Günther, das ist der Platzwart hier. Er ist zuständig dafür, dass alle ihren richtigen Platz finden. Ohne eine klare Regelung hier auf dem Stellplatz würde es wahrscheinlich schwierig werden, denn am Nachmittag kommen hier im Minutentakt die Fahrzeuge an. Dieser Stellplatz hat eine End- und Versorgung, es gibt auch Strom und es gibt auch Toiletten, die man nutzen kann, soweit ich das weiß. Zum Stellplatz gehört ja auch ein Restaurant und hier gehen die meisten hier, die auf dem Platz sind, essen. Man kann schon am Nachmittag gehen, am Nachmittag hat auch schon die Küche geöffnet. Wir gehen dann meistens am Abend. Wenn der Platz so voll ist, dann kann es natürlich im Restaurant auch mal zu Wartezeiten kommen. Damit muss man hier einfach rechnen, denn die Küche ist eigentlich nicht so groß gebaut, dass sie jetzt hier für 100 Leute gleichzeitig Essen machen kann. Wir hatten einen schönen Abend mit Campern, die wir immer mal wieder in Spanien getroffen haben. Am nächsten Morgen leert sich der Platz schnell. Alle wollen schnell weiter auf ihrer Reise. Wir haben Zeit, denn unsere nächste Etappe ist auch nicht sehr lang, etwas mehr als 100 Kilometer und so sind wir dann etwas später gestartet. Unser nächstes Ziel ist der Camping- und Stellplatz Playa Fiesta in der Nähe von Cambrils. Es geht vorbei am Ebro-Delta Richtung Tarragona und dann kam die Abfahrt und dann sind wir ganz schnell beim Camping- und Stellplatz Playa Fiesta. Wir haben den 31. März und wir wollen ja am 10. April in Deutschland sein. So haben wir noch einige Tage Zeit und so haben wir uns entschlossen, hier 5 Tage auf diesem Camping- und Stellplatz zu bleiben. Jetzt kommt diese Überfahrt über den holprigen Bahnübergang. Das werden viele kennen, die hier schon mal waren. Der ist immer noch schlecht, der war vor 10 Jahren schon schlecht und ist aber immer noch so. Man muss nur sehr, sehr langsam fahren, dann geht es einigermaßen. Playa Fiesta ist ein Campingplatz, also hier kann man auch mit dem Wohnwagen kommen. An der Zufahrt hier ist eine Schranke, man zieht wie bei einem Parkautomaten hier ein Ticket und mit diesem Ticket kann man nachweisen, wann man eingefahren ist hier in den Platz. Wenn man das Ticket gezogen hat, dann öffnet sich die Schranke. Wenn man jetzt zu den Stellplätzen möchte, fährt man am besten hier rechts, so ist auch ausgeschildert, und dort kann man sich dann einen freien Platz aussuchen. Wir kennen den Platz, wir waren schon häufiger hier. Ich habe auch schon verschiedene Videos zu diesem Platz erstellt. Die Bäume werden hier im November stark zurückgeschnitten, damit die Sonne besser auf die Plätze kann. Und deshalb sieht das so ein bisschen kahl hier aus. Wenn man nur eine Nacht bleibt, braucht man sich nicht extra anmelden. Dann geht man am nächsten Morgen mit dem Ticket hin und bezahlt und kann dann den Platz wieder verlassen. Jetzt Ende März gibt es hier viele freie Plätze. Das kann im Oktober anders sein. Speziell dann, wenn in Deutschland noch Ferien sind, dann ist dieser Platz oft sehr gut besucht. Von den vorderen Plätzen aus hat man immer einen Blick aufs Meer. Besonders beliebt sind die Plätze ganz vorne. Der Strand direkt am Campingplatz ist ja mit vielen Steinen übersät. Wenn man weiter nach rechts geht, hier zu dieser Bucht, das ist eine sehr schöne Bucht, dort ist ein schöner, feiner Sandstrand. Einige wenige haben den Mut, bei diesen Wassertemperaturen ins Meer zum Schwimmen zu gehen. Das ist natürlich nichts für mich. In der Nähe der Einfahrt gibt es Gebäude, dort sind die sanitären Anlagen untergebracht und es gibt dort auch die End- und Versorgung. Es handelt sich ja um einen Campingplatz, deshalb gibt es natürlich auch Toiletten und Duschen. Die ganzen sanitären Anlagen sind so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber sauber. Der Platz kostet inklusive Strom 20 € pro Tag. Nach 5 Übernachtungen ging es dann für uns weiter. Die meisten Camper, die hier auf diesem Platz sind, sind auf der Rückreise von Spanien und verbringen hier noch einige Tage, so wie wir. Aber es gibt auch einige, die jetzt erst hier in Spanien ankommen, die jetzt hier Spanien bereisen wollen. Jetzt Ende März, Anfang April hat man eher die Möglichkeit, ohne Reservierung einen freien Platz zu finden. Dieser Campingplatz teilt sich in 3 Bereiche auf. Einmal ein Bereich, wo Dauercamper stehen, überwiegend Spanier. Dann ein Bereich, wo es Bungalows gibt, die man anmieten kann. Und dann den Bereich, wo wir gestanden haben, wo die Touristen, also Durchreisende, stehen.
Wir haben noch entsorgt und dann unsere Platzgebühr bezahlt. Dann bekommt man ein Ticket. Wenn man das dann einschiebt, dann öffnet sich die Schranke und man kann den Platz verlassen. Man muss natürlich wieder über den Bahnübergang. Eine Bahn fährt hier nicht mehr, aber ich kann nur raten, sehr, sehr langsam zu fahren. Dann geht es so einigermaßen. Ansonsten ist das sehr, sehr holprig hier. Für uns geht es jetzt weiter Richtung Frankreich. Dort werden wir den Stellplatz in Gruisson anfahren. Das sind ca. 380 Kilometer. Dazu nutzen wir die Autobahn in Frankreich und müssen natürlich Maut bezahlen. Wir haben die Mautbox von Maut 1. Die neue Box funktioniert einwandfrei. Das haben wir dann auf der ganzen Rückreise feststellen können. Jetzt erreichen wir gleich Gruisson, sein Touristenort direkt am Meer. Und hier gibt es am Hafen einen sehr großen Stellplatz. Dort können über 100 Mobile stehen. Der Stellplatz war in den Wintermonaten einige Zeit geschlossen, da dort umgebaut wurde. Jetzt hat er wieder seit einigen Wochen geöffnet. Der Platz kostet 11 Euro. Vorne an der Zufahrt gibt es ein kleines Häuschen. Dort findet man meistens 2 junge Damen. Dort bezahlt man seine Platzgebühr und dann kann man den Platz befahren. Man kann sich im Prinzip einen Platz frei wählen. Allerdings wer mit Anhänger kommt, der muss in der Mitte stehen aufgrund der Länge. Plätze direkt am Meer sind parzelliert und andere Plätze, die weiter zurückliegen, auch dort, wo wir stehen. Da war ja hier gearbeitet worden. Nee. Dieser Stellplatz wird auch stark angefahren von Campern, die jetzt auf der Rückreise sind. Und so kommen am späten Nachmittag immer mehr Fahrzeuge an und der Platz füllt sich. Aufgrund der Großzügigkeit des Platzes nutzen natürlich auch gern große Wohnmobile mit Anhänger diesen Stellplatz. Sehr große Fahrzeuge bekommen hier dann einen Platz zugewiesen, wo sie komplett angehängt stehen bleiben können. Strom gibt es auf diesem Platz nicht, aber ein kleines Sanitärgebäude, ein einfaches. Also wer gar nichts an Bord hat, der kann das vielleicht nutzen. Die Nutzung der sanitären Anlage ist in der Platzgebühr enthalten. Der Stellplatz liegt ja in der Nähe des Hafens und hier gibt es viele Bars und Restaurants. Und auch der Hafen ist sehr schön. Es handelt sich um einen großen Yachthafen. Hier liegen viele Boote und Yachten und gerade im Sommer ist hier richtig was los. Man kann hier ohne weiteres auch mal 2 Übernachtungen machen, haben wir auch gemacht. Man kann hier nämlich auch nicht nur an dem Hafen spazieren gehen, es gibt ja auch eine Altstadt, die man besuchen kann. Und man kann hier auch gut mit dem Fahrrad fahren, weil alles sehr eben ist. Nach 2 Übernachtungen ging es für uns weiter in Richtung Heimat. Bevor man hier den Platz verlässt, wird noch kontrolliert, ob man die Platzgebühr für die Übernachtungen bezahlt hat. Dazu gibt man hier seine Tickets ab, die man bei der Einfahrt erhalten hat. Jetzt werden wir jeden Tag eine Etappe fahren. Sie werden auch etwas länger werden. Unser nächstes Ziel ist der Stellplatz am Vogelpark nördlich von Lyon. Das ist eine Strecke von etwa 430 Kilometern. Wir haben wieder in Frankreich die Autobahn genutzt Richtung Lyon. Lyon haben wir umfahren und sind dann zum Vogelpark gefahren, wo wir übernachtet haben. Bei dem Stellplatz hier am Vogelpark handelt es sich um einen Parkplatz mit einem ausgewiesenen Bereich für Wohnmobile. Es ist allerdings so, wenn der Park nicht geöffnet ist und keine Besucher da sind, dann werden diese Parkflächen hier hinten in diesem Bereich überhaupt nicht genutzt, sodass man sich hier ohne weiteres irgendwo hinstellen kann. Wenn der Park geöffnet ist und besonders an Feiertagen oder Wochenenden, dann ist wird dieser Parkplatzbereich auch genutzt von PKWs. Dann sollte man sich hier nicht hinstellen. Da gibt es ein bisschen weiter hier eine große Wiese, wo ausgewiesene Plätze für Wohnmobile sind. Der Platz ist kostenlos. Es gibt hier allerdings keine End- und Versorgung und auch keinen Strom. Dieser Platz wird gern genutzt von Gespannen, das heißt Wohnmobile mit Anhänger, und auch Wohnwagen können hier stehen. Ich mache es jetzt ein bisschen kurz, da ich diese Plätze schon alle mehrfach vorgestellt habe. Unsere nächste Route ist dann Belfort in Frankreich. Dort werden wir auch eine Nacht bleiben
und dann geht es weiter nach Deutschland. Belfort ist auch ein kostenloser Stellplatz mit End- und Versorgung und es gibt auch einige wenige Stromanschlüsse hier. Wir haben dann hier eine ruhige Nacht gehabt und sind dann am nächsten Tag weiter nach Deutschland gefahren. Dort haben wir noch einige interessante Stellplätze angefahren. Darüber möchte ich aber in einem separaten Video berichten. Unsere Reise hat 172 Tage gedauert. Wir haben ca. 6.500 Kilometer dabei zurückgelegt. Viele Videos sind entstanden, die habe ich zusammengefasst in einer Playlist. Findet man auf meinem YouTube-Kanal. Werde sie hier am Ende des Videos auch nochmal verlinken. Das soll es dann mal wieder gewesen sein. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.